Hallo, wenn Sie Ihre Umfrage mit einem Layout bzw. Design ausstatten möchten, um Ihr Corporate Design von Ihrer Firma oder Ihrer Unternehmung in der Umfrage wiederzuspiegeln, haben Sie die Möglichkeit in Easy Feedback dies über den Layout-Bereich zu tun. Wir klicken einmal hier oben im Bereich auf Layout und hier kommen wir in den Layout-Konfigurator und können jetzt hier ein neues Design anlegen. Das neue Design hat dann erstmal so einen Default-Namen, da empfiehlt es sich, My First Design, das Ganze umzubenennen. Genau. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite die Einstellung, die wir tätigen können, und wir haben auf der rechten Seite die Vorschau dazu. Sie haben die Möglichkeit, ein eigenes Logo hochzuladen, was dann links, mittig oder rechts platziert ist. Wir können auf vollflächig oder auch vertikal oder horizontal wiederholend ein Hintergrundbild hochladen. Hier haben wir die Möglichkeit, die Farben anzupassen. Und wenn wir jetzt exemplarisch mal ein hellblau nehmen, wir müssen ein bisschen dunkler, genau, die Fragetexte machen wir jetzt das, die Element aktiv wird jetzt ein bisschen hier unten in den Orange-Bereich reingehen, so, und die Button-Color nehmen wir mal als selbe Color, so, perfekt, können jetzt auf Speichern klicken und bekommen dann hier rechts direkt die Vorschau von unseren Änderungen. Darüber hinaus können Sie ab dem Business-Tarif auch mit dem CSS-Editor noch explizite Einstellungen vornehmen. Das heißt, wenn Sie Kleinigkeiten am grundsätzlichen CSS-Bereich ändern möchten, ist das hier über den Editor möglich. Und aber auch, wenn Sie eine bestimmte Schriftfont haben für Ihr Design, die bei Google Fonts verfügbar ist, könnten Sie hier den API-Link reinkopieren, sodass wir das dann mit Ihrer Umfrage auch verknüpfen können. Hier unter ist noch für alle, die einen höherwertigen Tarif haben, der eine Benutzerverwaltung inkludiert, kann das Layout einmal für mich sichtbar geschaltet werden. Ich kann es für alle sichtbar schalten oder ich kann es halt auch nur explizit für einzelne Teams, die ich angelegt habe, sichtbar schalten. Genau. Das ist die kleine Benutzerverwaltung hier unten an der Stelle. Ansonsten ist das relativ einfach und simpel dargestellt. Wir speichern das Ganze nochmal, haben jetzt unser Design, und wenn wir jetzt zurückgehen in die Übersicht, auf unsere Umfrage klicken und dann in die Einstellung wechseln, haben wir den Bereich des Layouts hier. Hier ist er, Layout, und hier wählen wir einfach jetzt mein neues Design aus, klicken auf Speichern und dann ist das Design der Umfrage zugeordnet. Und wenn wir das einmal sehen wollen, können wir hier oben auf die Vorschau klicken und dann kriegen wir die Preview und wir sehen schon, wir haben denselben Farbton im Hintergrund. Die Schrift ist weiß, die Buttons sind dementsprechend auch in diesem gelb-orange-Ton, was es denn auch ist. Genau. Wenn Sie jetzt die Einstellung nochmal anpassen möchten oder globale Anstellungen an Layouts vornehmen, exemplarisch gehen wir jetzt mal vielleicht auf einen anderen Farbwert, hier auf einen grünen Ton, dann müssen Sie das Design nicht neu mit der Umfrage verknüpfen, sondern es reicht aus, einfach zu aktualisieren, weil die Verknüpfung schon vorhanden ist, und wie wir sehen hier, passen sich die Änderungen automatisch an der Stelle. Zusätzlich ist noch zu sagen, dass wir im Layout-Bereich hier oben einmal weitere Informationen haben. Das heißt, wir können bestehende Layouts kopieren und wir sehen hier über die Zahl, wie oft das Layout verwendet wird, und das ist ganz praktisch dahingehend, weil ich kann hier draufklicken und gucken, in welcher Umfrage ist das Layout denn zugeordnet, beziehungsweise wird es überhaupt benutzt, weil wenn es nicht benutzt wird, kann ich es auch löschen. Und wir haben hier noch ein Sternchensymbol. Dieses Sternchensymbol besagt aus, dass dieses Layout das Standard-Umfrage-Layout ist für diesen Account, dass jede neue angelegte Umfrage automatisch erhält. Genau, das war's mit dem Layout-Konfigurator. So können Sie das Design für Ihre Umfrage definieren.